Hi, hier ist wieder der Sascha von Bike24. Wir sind bei Specialized in Kroatien. Hier riecht es irgendwie nach Neuheiten. Ja, hey! Was kommt denn hier angerollt? Ja, hier haben wir das brandneue Kinevo am Start. Manometer. Ja, das ist mal ein geiles Gerät, oder? Servus Christoph, erzähl doch mal, neues Kinevo, es hat sich ja einiges verändert zum 219er, oder? Ja, auf jeden Fall. Es hat sich einiges verändert. Wir haben jetzt auch einen Aluminiumrahmen mit Sideframe-Design und natürlich den Magnesiummotor Specialized 2.1 und auch die große 700 Wattstunden Batterie jetzt auch im Kinevo. Geblieben sind 180 mm Federweg vorne und hinten, Stahlfederdämpfer hinten und vorne eine Doppelbrückengabel, eine Boxer drin. Gut, die ist auch neu, die Doppelbrücke. Ne? Hier hinten, das ganze Federsystem ist tatsächlich irgendwie ja, eine neue Geschichte im Vergleich zum 219er. Willst du noch mal ins Detail gehen? Ja, also das ist das Sideframe-Design, wie wir es schon vom Stumpjumper kennen. Ja. Jetzt adaptiert auf die etwas härtere Gangart, auf das Kinevo und auf 180 mm Federweg entsprechend angepasst. Aber Sidearm-Design für Steifigkeit und trotzdem leichten Rahmen und eine progressive Kinematik, dass du halt am Anfang schön alle Unebenheiten rausgefiltert werden und gegen Ende wird der Federweg dann progressiver, dass du keine Durchschläge hast in Kompression oder bei harten Landungen. Okay. Was habt ihr hier drin verbaut? Wahrscheinlich ähnlich wie beim Levo. Genau, die Technik, Akku, Display und auch der Motor ist genau die gleiche Technik wie beim Levo, nur jetzt halt in einem richtigen Paket für Gravity-orientierte Rider verpackt. Okay, was gibt es zur Leistung zu sagen? Da ist doch jetzt, glaube ich, noch ein bisschen mehr Bums drin, Genau, oder? es gibt über die App hast du die Möglichkeit, den Shuttle-Mode anzuschalten. Gerade beim Kinevo macht es halt Sinn, weil es ist halt schon gedacht, wie man sieht, für wirklich die harten Einsätze. Ja. Wenn du irgendwo shutteln willst, quasi, dass du aus eigener Kraft hochfährst, nicht auf einen Lift oder einen Bus angewiesen bist, kannst du aus eigener Kraft hochfahren und musst bergab keine Kompromisse machen und wirklich für härteste Trails bist du damit sehr gut gerüstet. Okay, und wenn ich doch mal absteigen muss und hochschieben muss, dann habt ihr euch da auch was ausgedacht, oder? Ja, selbstverständlich hast du auch eine Schiebehilfe. Wenn es wirklich mal zu steil ist, dann musst du nicht das Bike hochschieben, sondern kannst hier über den gedrückten Knopf unterstützt dich der Motor dann durch die Schiebehilfe. Gut, kannst du uns ja, noch mal relativ klar ein Bild davon geben, für welchen Einsatz das Rad gedacht ist? Also das Bike ist ganz klar für Gravity-orientierten Einsatz gemacht, Wurzeln, Steine, macht aber auch auf Jump-Trails, auf Flow-Trails Spaß. Und ja, du hast halt die Power des Motors mit dazu, 180 mm vorne und hinten, rollt auf 27,5 Reifen, damit man halt den Federweg entsprechend umsetzen kann. Ja. Und ja, ist halt ein wahnsinns Spaßgerät, hat halt wirklich richtige Reserven und kann richtig was wegstecken. Auch im Bikepark oder in Finale Ligure sehe ich zum Beispiel auch als Einsatzgebiet für so ein Bike. Christoph, lass uns kurz den Rahmen mal im Detail anschauen. Der Sitzwinkel hat sich ein bisschen verändert. Ja, genau. Also der Sitzwinkel ist etwas steiler geworden, weil mit einem E-Bike du ja tendenziell auch Trails berghoch fährst. Und um dann eine gute Tretposition, eine gute Gewichtsverteilung zu haben, haben wir den Sitzwinkel etwas steiler gemacht. Und wie alle Gravity-Bikes bei uns kommt das Kinevo auch in dem sogenannten Style-Specific Sizing. Also die Größen sind S2, S3, S4, S5. Okay. Und die Idee dahinter ist, dass nicht die Körpergröße allein ausschlaggebend ist für die Wahl des Bikes, sondern eher dein Fahrstil und was du von dem Bike erwartest. Wenn du jetzt eher verspieltes Handling willst, ne, und da durch die Kurven räuberst und jede Kante mitnimmst, dann vielleicht eher ein kürzeres Bike. Ja. Und wenn du wirklich Laufruhe, Speed, Geschwindigkeit, wenn das dein Fahrstil ist, dann nimmst du eher eine Nummer länger. Und deshalb, wir sprechen gar nicht mehr so unbedingt von Größe, sondern von Länge, weil das Sitzrohr relativ kurz ist und es gibt Sattelstützen mit bis zu 170 mm Hub. Aber der Reach wird halt deutlich länger, je größer die Zahl halt wird.
Du, dann lass uns noch mal zum Gewicht ein paar Worte sagen. Ich denke, es ist wahrscheinlich wieder ein Stückchen leichter geworden, oder? Ja, genau. Also unsere Ingenieure haben da beim Rahmen ganze Arbeit geleistet und konnten im Gegensatz zum Vorgänger 1 Kilogramm beim Rahmen einsparen, auch durch das Sidearm-Design. Das ermöglicht uns halt steife Rahmen zu generieren, ohne zu viel Material zu verwenden. Und der Motor mit dem Magnesiumgehäuse spart gegenüber dem Motor mit dem Aluminiumgehäuse nochmal ein halbes Kilogramm ein. Insofern ist das neue Kenevo-Konzept ja, 1,5 Kilo leichter geworden. Gut, dazu habe ich jetzt noch mehr Wattstunden im Vergleich zum Vorjahresmodell, oder? Und bin einfach an der Stelle noch viel schneller den Berg wieder hochgerammelt als in der Vergangenheit. Genau, also wenn du jetzt hier haben wir die Expert-Variante vor uns stehen, wenn du die mit der Vorhergänger-Expert vergleichst, ist das Gesamtgewicht nur ein bisschen leichter geworden, weil zum einen hast du halt 700 Gramm mehr durch den größeren Akku, 700 Wattstunden sind mehr Zellen drin, deshalb auch ein bisschen mehr Gewicht. Und die Doppelbrückengabel bringt auch noch mal etwas mit. Insofern kommst du dann in Summe ungefähr noch bei einem halben Kilo Gewichtsersparnis beim Gesamtrad an, hast aber 40% mehr Power im Tank, im Akku und hast eine steife Doppelbrückengabel. Na, das hört sich doch richtig gut an. Also ja, ich muss tatsächlich sagen, wir haben es auch schon getestet. Es macht richtig Spaß, sogar berghoch einfach mal Vollgas zu geben, ohne groß Rücksicht zu nehmen auf das, was alles so im Weg liegt. Eine geile Geschichte, absolut. Hab vielen Dank, Christoph. Sehr gerne. Das macht hier richtig Spaß mit euch. Und euch auch viel Freude. Wir sind gespannt, was ihr dazu sagt. Und bis bald. Ciao.